Was gibt es für Neuheiten bei Pössl im Modelljahr 2021? Welche Modelle kommen neu, welche kommen anders und welche bleiben gleich oder fallen vielleicht auch ganz weg? Das alles schauen wir uns in diesem Video an, in dem wir euch einen ersten Eindruck vom Modelljahr 2021 geben wollen, was es für spannende Neuerungen gibt, und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Willkommen zur Sneak Preview Modelljahr 2021. Das hier ist der Knaller des Modelljahres 2021 bei Pössl. Seht ihr diesen Schlüssel? Das ist der Schlüssel zum neuen Pössl Vanstar. Und wenn ich euch dann noch verrate, was der günstiger ist als der VW California, zu den meisten Fahrzeugen, die wir hier auf der Händlertagung sehen, haben wir bereits ausführliche Videos gemacht. Die wird Chris im Laufe der nächsten Wochen ausgiebig schneiden, für euch kuratieren und neu zusammenstellen, dass das spannende, schöne Videos sind. Es waren super anstrengende 2 Tage, die wir hier gemacht haben. Wir waren richtig fleißig und ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was ihr habt, denkt unbedingt dran, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann kriegt ihr, sobald die Videos rauskommen, eine kleine Mitteilung und wisst Bescheid. Und wer so einen kleinen Teaser zwischendurch noch will, dem würde ich unseren Instagram-Account ans Herz legen. Auch da werden wir Stück für Stück aktiver. Gibt es auch schöne Eindrücke aus unserem Alltag und was für Modelle es so gibt. Aber die Neuigkeiten. Wir stehen hier neben dem Pössl Two-Win Vario. Das ist zwar kein Volumenmodell im Pössl-Bereich, aber bei uns Togo Reisemobile aus Stowe bei Hamburg ist das schon ein Fahrzeug, was wir sehr gerne und sehr viel verkaufen, weil er bestimmte Dinge einfach anders macht als alle anderen. Wir werden jetzt heute keine riesengroßen Rundgänge machen, aber es ist in meinen Augen wirklich eins der besten Fahrzeuge für Familien, die man haben kann. Und der ist zum Modelljahr 2021 komplett überholt worden. Neue Materialien, neue Hölzer, das Schwenkbad, was wir aus den Summits kennen. Weiterhin das tolle Hubbett oben drauf und ein bisschen neues Außendekor. Alle Details dazu in dem Video, was in Kürze kommt, aber auf jeden Fall spannende Neuerungen. Deckel wieder drauf, schauen wir, was es noch gibt. Das ist jetzt unser letztes Video, was wir drehen. Alles andere ist ja schon fertig. Wenn wir fertig sind, dürfen wir zur Belohnung gleich noch einmal ins Wasser. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann fahren wir wieder zurück nach Hause. Den Pössl Summit 600 Plus kennt ihr aus dem letzten Jahr schon. Der ist im Großen und Ganzen gleich geblieben. Das Einzige, was sich zum neuen Modelljahr ändert, ist, dass die Küche neu angeordnet ist. Das heißt, wir haben jetzt hier den Kühlschrank, der an beiden Seiten angeschlagen ist. Damit eben auch eine durchgehende flache Küche, aber ansonsten das gleich große Bett und die Sitzgruppe so wie bisher und auch der Möbelbau bleibt gleich. Ganz anders das nächste Fahrzeug, was daneben steht. Das ist der Pössl Two-Win S Plus. Es wird immer mehr Two-Win S Plus. S steht in diesem Fall für Space, einfach Raumgefühl. Die stehen hier thematisch nebeneinander, weil der Summit 600 Plus und der Pössl Two-Win S Plus im Prinzip Schwestermodelle sind. Unterschiedliche Werke, gleiche Grundrissidee. Der Two-Win S Plus stammt aus der D-Line. Damit könnt ihr den eben in diesem Holzdekor Basic in Calver Apfel oder alternativ in Elegance, das ist das grau-weiße Holz, haben. Und der ist von der Grundidee genauso wie der Summit. Wir haben den Kühlschrank, der hier vorne auf der einen Seite gerade nicht aufgeht. Aber warum? So, weil man den Griff nicht richtig betätigt hat. Kühlschrank auf der einen Seite oder auf beiden Seiten angeschlagen und genau wie beim Summit 600 Plus die lange Küche nach hinten durch. Wenn du mal einen Blick reinwirfst, weil das ist das spektakuläre Neue hier, mit der normalen Nasszelle, wie ihr sie aus dem normalen Two-Win eben auch kennt. Was haben wir noch Neues? Lasst uns weiterziehen und gucken, was das nächste Auto hergibt. Bei dem Kollegen hier wird es jetzt richtig spannend. Und zwar haben wir die Baureihe von Globecar komplett neu überarbeitet bekommen.
Es ist ein komplett neues Interieur. Im Prinzip gibt es nichts Vergleichbares im Pössl-Programm. Globecar war ja bisher immer Pössl recht ähnlich. Jetzt ist es so, dass die Globecar Basic Varianten noch so sind wie im letzten Jahr. Aber das, was ihr hier seht, der Globecar Elegance, kriegt komplett neues Interieur mit diesem Stoffoptik aussehenden Holz, neuem Küchenblock mit Zentralverriegelung, so ein bisschen inspiriert vom Trenta, den wir im Pössl-Programm haben. Das, was bei den neuen Globecar Elegance besonders ist, dass wir eben dort oben kein Fach haben, sondern den großen Durchstieg und ein super gemütliches, schönes Lichtkonzept. Das haben wir in dem ausführlichen Video zu dem Globecar Camp Scout, das ist das Fahrzeug, was wir hier sehen, auch genau vorgestellt. Der Camp Scout heißt, wir haben hier ein Fahrzeug 636 mit dem Raumbad in der Mitte und den Längsbetten im Heck. Von außen werden die Globecar Elegance auch komplett überarbeitet. Wie bisher erhalten die Fahrzeuge Rahmenfenster. Aber zusätzlich kommt dieses Jahr noch so eine Art Carbonfolie oder Folie in Carbonoptik dazu. Und auch das Globecar-Logo wird sehr viel präsenter, als es in den Jahren vorher gewesen ist. Und dann gibt es natürlich von den Globecar verschiedene Modelle. Das gesamte Modellprogramm ist deutlich eingeschmolzen worden. Und zwar haben wir uns im Prinzip auf die Fahrzeuge beschränkt, die wirklich viel nachgefragt werden bei Globecar. Wir haben den 636er mit den Längsbetten. Wir haben das, was bei Pössl der Touring Plus ist, den Globe Scout. Das ist dieses Fahrzeug. Im vorderen Bereich genauso wie das, was ihr eben gesehen habt. Aber da muss ich einmal kurz mit reingehen. Hier haben wir eine komplett neue Nasszelle. Und zwar haben wir hier eine Holzschiebetür. Genauso bekommen wir die übrigens im neuen Trenta des neuen Modelljahres auch. Ansonsten kann man hier einmal kurz eine Nase nehmen, ob man die Optik mag. Wir haben ein schickes, modernes Holzdekor mit viel so Soft-Touch-Oberflächen. Ein komplett neu eingerichteter Innenraum und wie gesagt bei den Elegance-Varianten immer mit dem freien Durchgang nach vorne. Und einen kleinen Bruder hat er auch noch und da hüpfen wir jetzt rüber. Das ist der kleinste der neuen Globecar-Varianten. Das ist der Road Scout R. Das Schwestermodell zum Pössl Road Camp R. Man muss bei diesen ganzen Modellbezeichnungen inzwischen wirklich aufpassen. Das, was bei den Globecar-Varianten schick ist, ist, dass ihr hier die geschwungenen Linien habt. Auf der Innenseite ist diese Linie auch noch beleuchtet. Die Fahrzeuge haben alle gemein, dass man merkt schon, das ist der Lieblingskühlschrank momentan, aber es hat halt auch echt geile Vorteile, dass man von innen und von außen dran kommt, die flache Küche mit dabei hat. Hier haben wir im Prinzip ein Fahrzeug 5,40 Meter lang mit dem Raumbad und dem Bett hinten. Da würde mich interessieren, und das könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Kannst du noch mal ganz kurz reinschwenken, bitte? Das Fahrzeug jetzt ist relativ dunkel. Meint ihr auch, der müsste Fenster in den Hecktüren bekommen oder darf der so bleiben? Das ist was wir hier viel diskutiert haben, weil bei dem 540er leider es technisch nicht möglich ist, oben eine Dachhaube zu machen. Wir haben jetzt rechts am Fußende ein Fenster, aber in den Hecktüren momentan kein Fenster. Und auf der Beifahrerseite geht es eben aufgrund der Schiebetür nicht. Bei den Hecktüren ist der einzige Grund, weshalb dort keine Fenster sind, weil die Carbonfolie zusammen mit den Rahmenfenstern nicht geht. Ich finde, man könnte auf Carbonfolie oder Rahmenfenster verzichten. Mich würde das aber mal interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt es doch mal einfach in die Kommentare, dann geben wir das Feedback an Pössl in dem Fall weiter. Keine Neuerung des Modelljahrs 2021, aber für mich eine spannende Frage zwischendurch ist, ob wir so ein Sondermodell für euch mal machen wollen. Pössl hat angefangen, die Spoilersätze, ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch an den Touring Style von vor ein paar Jahren, das Auto, was als erstes die Bullaugen dran hatte, der hatte immer Spoilerlippen rundherum dran. Die sind dann irgendwann, als der Touring Style wurde, geändert und dabei sind die ausgelaufen. Die gab es dann nicht mehr. Wir überlegen, ob wir die neu auflegen sollen. Der Spoilerlippensatz heißt, hier geht es im Prinzip los und dann haben wir hier die gesamte Seite nach unten eine Verlängerung bis hinten in die Ecke. Und das natürlich auf beiden Seiten. Das hier ist übrigens das Auto vom Pössl Geschäftsführer, ein Summit 640 Prime, man gönnt sich ja sonst nichts, in schwarz mit schwarzen Felgen und den Verbreiterungen. Was mich interessieren würde ist, wäre das was Spannendes für euch, wenn wir so ein Sondermodell von Togo mal machen und uns so einen Satz fertigen lassen und einfach so eine Styling-Variante auflegen, oder sagt ihr, hat keinen technischen Mehrwert, bringt mich nicht nach vorn, sieht zwar schick aus, aber ich gebe das Geld, was das kostet, so mal um eine Idee zu haben,
wahrscheinlich grob 1.500 € lieber für eine Solaranlage auf. Also soll ich mich da mal reinhängen oder lieber nicht? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, damit ich weiß, in welche Richtung das gehen muss. Jetzt stehe ich zwischen den beiden Stars des Modelljahres 21. Und zwar dem Vanstar und dem Campstar. Wie die Schwestermodelle auf Citroën, Campstar und Vanstar, sind es die gleichen Grundrissideen. Das heißt, wir haben bei dem Vanstar ein normales Basisfahrzeug, untenrum eine V-Klasse oder ein Vito mit der normalen Sitzkonfiguration, wie es der Mercedes ab Werk macht, nur kombiniert mit dem Aufstelldach und den Drehkonsolen. Und der Campstar ist so wie der Campstar ein vollwertiges Wohnmobil. Das heißt, wir haben hier, wenn man reinschaut, einen ganz tollen Küchenblock mit dabei. Und ich glaube auch, wenn wir das ausführliche Video, wir wollen dem nichts vorwegnehmen, aber wir sollten einmal rumgehen und von der anderen Seite einen Blick reinwerfen und ich zeige euch mal, was man da machen kann, weil das ist schon ein echter Knaller. Grundsätzlich, bevor wir damit anfangen, kann man sagen, Campstar und Vanstar sind wahnsinnig preisattraktiv eingeordnet. Das heißt, ihr habt bei diesen Fahrzeugen die Möglichkeit von 110 PS bis 240 PS mit Frontantrieb, Heckantrieb, Allradantrieb, mit Automatik oder Handschaltung. Es gibt nahezu jede Konfigurationsmöglichkeit. Bei dem Vanstar, also dem mehr Pkw-Fahrzeug, haben wir einen Einstiegspreis von deutlich unter 40.000 €. Und bei dem Campstar, es gibt nur so eine grobe Preisindikation, aber ein Fahrzeug mit 190 PS, Heckantrieb, Automatik, wird einen Preis von deutlich unter 50.000 € haben. Und damit steht er unfassbar gut eingepreist da, denke ich. Wir erwarten uns von dem Fahrzeug relativ große Stückzahlen, weil nicht nur der Preis attraktiv ist, sondern eben auch die anderen Dinge. Und dieses Auto kann etwas, was sonst kein anderes Auto kann. Also es ist noch die Prototypen-Küche, aber wie cool ist das? Ihr könnt die Küche rausschwenken. Dann habt ihr hier unten die Stützbeine. Und wenn man die Stütze dran hat, dann nimmt man einfach die Küche mit einer Hand, lässt sie locker runter sinken. Zack, da steht sie. Perfekt, und hat den Küchenblock außen mit dabei. Also nicht mehr mit 2 Leuten den Küchenblock rauswuchten. Und wenn man die gar nicht dabei haben will, lasst ihr sie einfach zu Hause. Und anders als im VW California oder Marco Polo könnt ihr dann einfach 5 Sitze oder 3 Sitze nebeneinander stellen und habt einen echten 5-Sitzer. Haben wir natürlich ein super ausführliches Video zu gemacht. Seid gespannt. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Und was haben wir als letztes in diesem schnellen Rundgang? Ein Trenta kennt ihr schon. Trenta 640 kennt ihr schon. Das, was wir haben, ist der nagelneue Trenta 600. Das heißt, wir haben ein Fahrzeug, 5,99 Meter Außenlänge. Ich hüpfe mal kurz rein. Modernes Interieur, total aufgeräumt, modern, sachlich und klar, genauso wie ich das leiden mag. Und eben auch mit der flachen Küche nach hinten. Das heißt, im Modelljahr 2021 habt ihr gerade, wenn ihr 6 Meter mit flacher Küche sucht, die Qual der Wahl. Nämlich lieber einen Pössl Twin S oder ein Summit 600 Plus oder ein Trenta 600. Wenn ihr euch nicht weiterhelft oder wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, schaut euch einfach die Videos genau an, guckt in jedes Detail und schaut euch an, was euch am besten zusagt. Und dann beraten wir euch, was für euch die richtige Lösung ist, weil technische Unterscheidungen sind da schon noch drin. Das ist es. Viele Worte, viele Modelle, viel gefilmt. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefallen die neuen Modelle so gut wie mir auch. Die Videos dazu sind auf jeden Fall spannend, also bleibt dabei und wir freuen uns darauf, euch in den nächsten Videos immer wieder begrüßen zu dürfen.